Willkommen zu Trailsammler, heute in Freiburg auf dem Borderline Trail. Ausgangspunkt für den Uphill zu diesem Trail ist die Jugendherberge. Wer hier übernachtet, hat den Borderline Trail und den großen Bruder, den Baden to the Bone, das ist der neueste Trail in Freiburg, direkt vor der Haustür. Aber erst einmal geht es bergauf. Und sieh einmal da, wer da von links überholt. Ein bekanntes Rad mit bekanntem Aufsitzer, Jakob Breitwieser. Schaut euch auch unbedingt die Videos von Paul Köhler an, in denen Jakob die Trails in Freiburg verspielt und mit höchstem technischem Geschick befährt. Hier ein paar Ausschnitte. Ja, so kann man hier auch fahren. Nun aber wieder zurück zur Trail-Doku. Oben angekommen am Traileinstieg kann man die Aussicht von dem Aussichtsturm genießen und die gute Stimmung zwischen allen Bikern aufsaugen, die voller Vorfreude und Spannung auf die Borderline oder den Baden to the Bone hier noch kurz Rast machen. Nur wenige Meter entfernt startet dann der Trail. Der Charakter dieses Trails ist naturbelassen und technisch. Im Vergleich zum Canadian ist hier deutlich mehr Freiheit bei der Linienwahl möglich. In diesem Anfangsstück ist der Trail noch recht steil und fordert dosierten Einsatz der Vorderradbremse. Juhu. Und hiermit wäre dann auch die Frage nach der Befahrbarkeit mit einem Hardtail beantwortet. Mit entsprechend aktiver Fahrweise und einem guten Gefühl für eine angemessene Geschwindigkeit und etwas fahrtechnischem Geschick ist es absolut möglich, hier das Hardtail zu nutzen. Falsche. Oha, beinahe hätten wir hier viele Trailmeter verschenkt. Zum Glück ist es den Vorfahrenden noch aufgefallen. Ihr seid schon in Freiburg gefahren und es hat euch gefallen? Ihr plant demnächst eine Ausfahrt in Freiburg und fragt euch vielleicht danach, wie man sich am besten für diese genialen Trails bedanken kann? Dann geht bitte auf mountainbike-freiburg.com und hinterlasst über den dortigen PayPal-Link eine Spende, damit auch in Zukunft dieses außerordentliche Trailnetz weiter bestehen kann. Außerdem stellt ihr damit sicher, dass euer Mountainbike-Karma im Lot bleibt.
War der Trail anfangs noch steil und wurzelig, schlängelt er sich in den unteren Segmenten technisch verspielt mit Anliegern und kleinen Sprüngen sowie North Shore-Elementen durch den Wald. Da kommt Flow auf. Vor allem dann, wenn die Linienwahl richtig ausfällt. Ui. Wer es sich zutraut, nimmt den Weg durch die Mitte und springt. Was ich auch immer interessant finde, ist, wie jedes Fahren auf so einem Wochenende wieder weiterbringt. Voll. Ja, gerade mit anderen Fahren, wenn du ein paar Leute dabei hast, die deutlich schneller sind. Das Denken habe ich mir früher nie so gedacht, aber es ist echt so. Du fährst dann einfach nächstes Mal ganz anders. Ja? Ja, du siehst ja auch was anderes vor dir, ne? Das ist einfach Lernen am Modell. Bei der Orientierung an einem schnelleren Fahrer und dem damit verbundenen Verlassen der eigenen Komfortzone ist es wichtig, das Gleichgewicht aus Herausforderung und Überforderung zu wahren. Gelingt dies, sind Lernerfolge in greifbarer Nähe. Mein Tipp: den Vorfahrenden unbedingt einweihen. Nicht, dass dieser gerade experimentiert und einen so ins Verderben führt. Da war gerade vorne eine richtige Stufe drin. Eine? Da waren einige. Ich habe ein paar mitgenommen. Anton mit seinem Hardtail sagt, dass er eine Stufe Genau. nur eine Stufe. Damit wäre auch endgültig geklärt, wie es sich hier anfühlt, mit dem Hardtail zu fahren. Puh. Nun nochmal zu meinem Eindruck des Borderline Trails im Vergleich zum Canadian und Bardish Moonrising Trail. Vor allem in den oberen Sektionen ist der Trail deutlich natürlicher, mit Wurzeln, steilen Kurven und ruppigen Passagen, was eine aktive Linienwahl fordert. Im Vergleich hierzu gibt der Canadian Trail einem die Linienwahl eher vor. Wobei man Canadian und Borderline miteinander vergleichen kann, wenn es um fahrtechnischen Anspruch geht. Der Moonrising Trail ist vom Charakter eher ein Flow-Country-Trail, bei dem es bergauf und ab geht. Den technischen Anspruch erarbeitet man sich hier selbst, indem man eine höhere Geschwindigkeit pedaliert und den Trail entsprechend aktiver, verspielter fahren kann.
Mein persönliches Fazit ist somit, die Reihenfolge der Trails richtig zu wählen. Angefangen mit dem Bardish Moon Rising als Warm-up, danach den Canadian Trail in die Stadt fahren, dort kurz Pause machen, rübersetzen zum Rosskopf und den Borderline fahren. Das macht den perfekten Trailtag in Freiburg aus. Oh. Juhu. Und hier ist das Ende des Borderline Trails erreicht. Vielen Dank, dass ihr mit mir gefahren seid. Auf bald, euer Arvid alias Trailsammler.